Willkommen zurück zu Final Fantasy XII. Wir sind hier in diesem Dorf hier angekommen, wo wir hin sollten. Und hier können wir jetzt einmal mit allen und jeden reden. Würdest du eine Karte kaufen, Kupo? Ja, ist okay, kann man machen, ne? Danke, ein weißer Kaufkupo. Meine Karten sind unschlagbar. Mukri-Antwort. Osmone-Ebene halten. Jo, aber du hast ja noch eine Karte von Yahara. Das ist der Ort, wo wir sind, ne? Lagerplan. Jo. Okay. Das hier ist Yahara Sogodrofa und Osmone-Ebene ist da drüben, wo wir gerade herkommen, ne? Ich glaube ja. Aber wir können ja nochmal hin und nochmal gucken. Da haben wir noch einen Abschnitt. Ach, das war ja diese Höhle oder sowas, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, da sind wir jetzt einfach mal nicht hingegangen. Da können wir später nochmal hin. Okay. So, was gibt's denn jetzt hier noch Schönes? Bevor wir jetzt hier an denen da vorbei wollen da. Irgendwo Flyerin. Ah, okay. Mit dir wollen wir immer nicht. Aber du hier. Was ist dein Begehr? Dies ist die Heimat der Garif. Kinder der Hume. Wir haben hier nichts zu suchen. Einfache Wanderer sind er und seine Gefährten. Ich sah, wie sie über die Osmone-Ebene kamen. Durchaus erfahrene Kämpfer scheinen sie. Die Monster wagten sich kaum in ihre Nähe. Kriegsmeister, so wart ihr abermals alleine in der Ebene. Kamt ihr, um uns zu treffen? Oder steckt noch mehr dahinter? Ein Kopfnicken. Okay. Lasst sie passieren. Die Verantwortung übernehme ich. Wie ihr Befehl, Kriegsmeister. Hast du gehört? Du darfst passieren. Viele Hume in letzter Zeit. Viele Hume. Verzeiht, dass ich mir noch nicht vorstellte, aber Spinell ist mein Name. Ich bin der Kriegsmeister dieses Dorfes. Für gewöhnlich sind wir Garif nicht so abweisend zu Fremden, doch in Unruhe ist die Welt der Hume. Wachsam müssen wir daher sein. Als oberster Krieger dieses Dorfes will ich dich fragen, aus welchem Grunde kamt ihr zu uns? Also das ist so. So, ich verstehe. Auch ihr kamt also der Nesezite wegen. So will ich dir raten, den Häuptling aufzusuchen. Sicher wirst du anfangs verwirrt sein, da wir allesamt Masken tragen. Doch nach einiger Zeit wirst du dich daran gewöhnen und uns zu unterscheiden lernen. Okay. Und du bist? Hallo, noch ein Hume zu Besuch. Selten bekommt man euch hier zu Gesicht. Kommst du auch um eine Audienz beim Häuptling? Jo. Genau deswegen bin ich hier. So, da hinten haben wir noch einen Verkäufer, oder was? Jo. Was hast du denn? Ein Tauscher. Heute helfen, junger Krieger. So dieses Garif-Handwerk führe ich. Überzeuge dich von der Qualität. Bin ich ja mal gespannt. Flammenzunge, ein Einhänderschwert. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Attribut Feuer. Ein neues Katana hier auch. Da haben wir auch schon die Lizenz für. Dann nehmen wir das auf jeden Fall. Direkt anlegen. Mehr Schaden ist mehr Schaden, ganz einfach. So. Verkaufen. Ganz klar erstmal die ganzen Schätze. Die wir jetzt so nicht brauchen. Ich habe da noch ein paar mehr. Ein paar Hörnchen. Wassersteinchen. Die Wolle ist aber wertvoll. So. Vielleicht hat der ja dann hier noch ein bisschen Handelsware, wenn wir ihm jetzt hier alles gegeben haben. Ein paar Federn. Fertigleder, das ist schon fix und fertig. Qualfell. Auch relativ wertvoll. Schokobofeder. Nehmen die bestimmt ganz gerne. So. Neue Handelswaren, gucke mal. Wandertracht. Federhut, Reisigluft.
Oh, Goldhelm, Goldkürass, Goldschild. Und rote Kleidung, rotes Käppchen, Brigantine. Hey, warte, bevor ich jetzt hier was anderes mache. Ausrüsten kurz, gucken. Der Federhut hätte eine höhere Abwehr. Das ist ja neu, können wir machen. So, der Talar. Gibt mir mehr Lebenspunkte. In der Konstitution. Wir bleiben bei dem, was wir haben. So. Du. Willst jetzt auch nicht unbedingt irgendwas. Okay. Weiß nicht, hattest du schon die Goldrüstung? Nee, aber das Goldschild hast du schon. Goldhelm. Auch schwere Rüstung, Lizenz 4. Ach, guck mal. Dann machen wir das doch eben. Wo war das? Da. Was wir haben, haben wir. Kannst das direkt ausrüsten. Haben wir das. Und den Goldkürass. So. Du. Das rote Käppchen. Brauchst du leichte Rüstungslizenz 5. Verringert aber Magie. Ich weiß so auch nicht. Perfekt werde ich das hier wahrscheinlich eh nicht machen. Oh gut. Was wir machen können, ist einmal... warte. So. Die raus, die rein. Damit wir beide noch ein bisschen leveln können hier. In nächster Zeit. So, und hattest du noch irgendwelche Waffen, die theoretisch interessant sind? Den Schlitzer. Ja komm, gönnen wir uns noch den Schlitzer. Den ganzen anderen Kram können wir noch verkaufen. Was jetzt halt noch so über ist. Das ist ja angelegt. Ach, wir hatten auch schon einen. Oh, egal. So ist das manchmal, ne? Ist ja bekannt, dass es Schriften über die Geheimkunst gibt, Monster mehr Schätze zu entlocken. Das heißt, allein ihr Besitz würde ausrichten. Okay. Für jede Kategorie soll sie Hinweise bieten. Als Händler besitze ich nur zu gerne eine. Aber es ist mir nicht bekannt, wo sie zu finden sind. Okay. So, und der Häuptling ist jetzt wo? Ein Gelbkrieger. Kriegsmeister Spinell ist er. Vielleicht soll ich dann zu ihm, damit ich hier zum Häuptling kommen kann, oder? Ein Jüngling, der ist ein Ältester. Muss gerade einfüchsiger Hume von einem alten Garre von mir wollen. Nee, sie sieht. Sind es diese Steine, die den Wind der Veränderung auslösen? Erst kürzlich vernahmen meine Ohren den Namen dieses Steins. Ein Humekind begehrte, das Gleiche zu wissen. Weder ihm noch dir kann ich jedoch von Nutzen sein, wie mir scheint. Ja, dann gehen wir zu Spinell. Lass mir mal durch da. Erfuhrst du, wofür du zu uns kamst? Doch antworte nicht. Ich kann es dein Gesicht ablesen. Enttäuschung spiegelt es. So wusste nicht einmal der Dorfweise von den Ethizisten. Der Häuptlingsweise, doch ihn zu behelligen. Aber ich muss ihn sprechen. Verstehe, gewiss. Der Häuptling könnte etwas wissen, doch einfach so kann ich dir keine Audienz gewähren. Ich bitte euch, ich muss erfahren, was es mit den Ethiziten auf sich hat. Seid so gut, den Häuptling zu unterrichten. Von königlichem Blute bin ich Nachfahrin Walls aus dem Geschlechte Dalmaska. Euch, Garif, sind die alten Legenden bekannt. So müsstet ihr auch von den Ethiziten wissen, die der Dynastkönig einst in den Händen hielt.
Du sprichst kühn, doch wo ist der Beweis deiner königlichen Abstammung? Ihr müsst mir vertrauen. Ich habe leider keinen Beweis. So will ich euch Glauben schenken. Der Häuptling weilt auf dem Hügel hinter dieser Brücke. Geht nun. Okay. Ich geh doch mal. Hallo. Hier, ja. Ich will hier nochmal ganz kurz gucken. Da gibt es ja hier noch was Schönes. Bevor ich jetzt da in den auffälligen Bereich da reingehe. Aber hier gibt es auch ganz viel gar nichts. Auch wertvoll. Okay. Dann behelligen wir mal den Häuptling. Entschuldigung, ich muss da durch. Du willst zum Häuptling, Hume? Ja. This nethicite. You have used it. It was not I who used it. Indeed, I had hoped you could show me how. Thus I've come. You do not know the workings of the stone. Then we are no different. What? In ages past, the gods made a gift of nethicite to my people. But the manner of its use eluded us. Displeased by our failure, the gods took back their stones. They chose instead to give them to a Yum king. Called the Dynast King, he used the nethicite's power to bring peace to a troubled time. It is a curious thing. Though the blood of King Wraithwolf flow through your veins, you cannot wield nethicite. Cannot wield it? So then, am I to understand you can't tell me how to use the stone? Though it shame me so to admit, here before me stands a descendant of the Dynast King himself, and I can accord her no help at all. Still, even if you knew how to use the nethicite, you would find it of small avail. The mist collected in the stone over ages past is lost, and with it, the stone's power. It will be your posterity who wield the stone in ages yet to come. This stone is devoid of power, empty, yet full of thirst. A terrible longing to drink the world dry. The power of men and of magic, of good and of evil. It is often those who desire nethicite whom the nethicite itself desires. Larsa? To Baromi says. I say we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a great opportunity. This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon. He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir. They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia, and Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ash,
Let us go to bear Omases. With the blessing of his grace, the Grand Kiltius Anastasis, you may rightly wear your crown and declare the restoration of the kingdom of Dalmasca. As queen, you can call for peace between the Empire and Dalmasca and stop Marquis Ondor. For peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war? Dalmasca would be the battlefield. What if Nethicite were used on Rabanasta? You know my brother would do this. Forgive me. I presumed overmuch. I could think of no other way to avoid bloodshed. If you cannot trust me, then please, take me as your hostage. Rustler. You saw him, didn't you? Like at the king's tomb. So you did see him too. But why? It's strange. Before, I didn't even know what you looked like. And the prince? I barely knew there was a prince. Who knows? Maybe the person I saw was my brother. Bosch told me about him. He enlisted right at the end. But for what? He knew he couldn't win. To protect something. How can he protect anything when he's dead? Was it different for Prince Rastler? Did that make sense? Hating the Empire, getting revenge, it's all I ever thought about. But I never did anything about it. I mean, I realized there was nothing I could do. It made me feel hollow, alone. And then I'd miss my brother. I'd say stuff like, I'm gonna be a sky pirate, or some other stupid thing. Just anything to keep my mind off it. I was running away. I needed to get away from his death. That's why I followed you. You know what? I'm through with it. I'm through running. I'm ready to find my purpose. To find some real answers. Some reasons. If I stick with you, I think I will. I wish I knew. I'll find him. I will accompany you to Mount Baromises. I had hoped you'd say yes. I am glad. My heart is not set. I still have questions. I hope to find answers along the way. I had other reason to invite you. There is someone I'd like you to meet waiting on Ber Omases. Who is that? An enemy, and an ally also. You will just have to wait and see for yourself. That Larsa likes his secrets. He does not mean ill by it. He's not bad. At least for an Imperial. Holy Mount Baromises stands at the northern end of the Jagd Remuda. Once we're in Jagd, we need not fear pursuit by their airships. Don't get your hopes up. You remember the Leviathan sailed straight over the Jagd right up to Wraithel's tomb. Skystone that works even in Jagd. You know Nethicite's behind it. Little wonder they're so keen on the stuff.
And what is it you're after, Balthier? You're a welcome hand and a great aid, but why? Worried I'm out to steal the Nethersite, eh? Can't say I'm unaccustomed to people doubting my intentions. Nothing could be further from my mind. Shall I swear by your sword or some such? Apologies, but I needed to know where you stand. Her Majesty depends on you, and you seem to have an interest in the stone. I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. Ja, dennoch halt ein bisschen merkwürdig halt, dass sie einfach trotzdem halt dann die ganze Zeit dabei sind. Du brichst auf. So, nimm dieses Abschiedsgeschenk entgegen. Okay. Einen Killerbogen erhalten und ein Köcher Zwiebelpfeile. Auch möchte ich dir einen freien Schokoritt gewähren. Mit der Verleiherin sprach ich bereits. Sie wartet am Eingang des Dorfes. Sei behutsam auf deinen Wegen. Wenn du wieder in der Nähe bist, statte uns jederzeit einen Besuch ab. Möge die Erde dir gnädig sein. Okay. Dann, du da. Der Kriegsmeister hat mich bereits unterrichtet. Du darfst einmal umsonst reiten. Steigst du auf? Ja klar, Hü hot. Wie jetzt, Kupo? Du bist noch nie auf einem Kupo geritten? Ist aber Kupo einfach. Achte lediglich auf die Leihfrist für deinen Ausritt. Und los geht's, Kupo. Lass ordentlich Federn fliegen. Und halt dich gut am Sattel fest. Okay. Und links haben wir die Leihfrist, ja? Wo muss ich denn jetzt genau hin? Sind wir da hinten jetzt irgendwie durch die Höhle und so? Ich habe keine Ahnung. Der nächste ist nach Bur-Omissas. Weit in östliches Gefilde. Heißt, vielleicht müssen wir durch den Dschungel. Das wird schon fast Sinn machen, ne? Schokobo-Reiten mit Leihfriss bin ich jetzt aber auch schon gar nicht mehr gewohnt. Ne? Ich war es noch nie gewohnt. Na, zuletzt hier Final Fantasy VII Rebirth gespielt und Final Fantasy 16, 15 und. Und da reitest du halt einfach auf dem Schokobo. Ganz egal, wie die Leihfrist aussieht. Wir gehen trotzdem nochmal hier unten runter. Wenn ich denn darf. Ja, wir waren hier noch nicht, okay. Kann ich das einsammeln von Schokobo aus? Nee. Und Schokobo absteigen, komm. Ein Ether. So, immer feste drauf. Gute Waffen machen es möglich. So. Dann wollen wir mal. Ich hätte natürlich lieber erstmal den anderen attackiert, aber aufgrund meiner Gambits, die ich eingestellt habe, war der andere halt im Fokus. Okay. Dann ab durch den Dschungel, würde ich sagen. Eine Hippo. Aua. Ach, scheiße. Keine Analyse mehr drin, ne? Ah, das hatte ich auch nur über den Gegenstand irgendwie. Hat doch eher so schlechter als recht funktioniert. Okay.
Level up. So, die ganzen getöteten Gegner sind gute Gegner. So stärker und mächtiger werde ich. So. Nein, das hier wollte ich. Oh, wir sind schon fast da, wo ich hin will. Können wir sogar nochmal bei Speicherpunkt da vorbei und nochmal heilen. Und Magie auffüllen und was man halt sonst so braucht. Ein Schokobo. I guess this one was a success. Wow, I'm impressed, Bon. I got a good feeling. An alliance between Dalmasca and the Empire. Reason tells me 'tis the only course. We must avoid a wasting war with the Empire at all cost. Yet I fear I could not bear the shame, had I but the strength. A shame perhaps for me and for you. But for Dalmasca it is hope. And you can just accept this, can you? After Vane's ruse, I had abandoned hope for honor. Yet, never did I forget my knightly vows. If I could protect but one person from war's horror, then I would bear any shame. I would bear it proudly. I could not defend my home. What is shame to me? My people hate the Empire. They will not accept this. There is hope. Right? Don't encourage Hope for a future where we can Not join that bad, hands am I? as got a brothers. good feeling. Larsa, please. This is serious. I'm sorry. Don't be Larsa. Somebody's got to put him in his place. The Senate may play at intrigue, but Lord Vane is not one to be brought down easily. The entire military waits upon his orders, from the War Council down to the rank and file. What better blade than he to strike down the enemies of the Empire? Your Honor reminds me of Zet 2 years since. He, too, put his trust in Lord Vane's strength, and what became of him? Gone without a trace since Napodis. I will not hear you malign Judge Sect. He was a noble warrior. Or do you think his trust in Lord Vane ill-placed? Vane took 2 of his own brothers' lives. He is ruthless beyond contempt. Ruthless, you say? Would he were more so. He gives traitors no quarter, be they of his own blood. How fitting for one who would bear the burden of empire. But could we bear him? Zagabath, what of you? Surely you do not believe his brothers were traitors? So found His Excellency Lord Gramis, you would do well to mind your tongue, Drace. That matter is long past. Your Honors, a summons. Lord Vane has arrived at the palace. We come at once. Lord Larsa has left for Baromises. He hopes to enlist the aid of the Grand Kiltius in stopping the insurgents. I doubt this will be enough to deter Ondor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted senators. The fools think a child emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the senators would be most pleased with a puppet for an emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vane's ability.
When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You're right. I shall speak on this matter with His Excellency at once. Gabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Are we agreed? Aye. Ja, das ist so das Typische, so alle versuchen, die jeweiligen Herrscher für sich zu gewinnen oder halt zu ihren eigenen Zwecke zu missbrauchen. Ja, meistens geht sowas ja immer in die Hose. Also der amtierende Imperator ist ja wohl noch so. Der spielt halt nach den Spielregeln von anderen, ne? Aber hier Lord Vane ist unberechenbar. Und hier der Lütte, der jetzt hier mit uns hier rumläuft, der lässt sich wahrscheinlich nicht manipulieren und davor haben sie Angst. Dass der eventuell halt noch Königreiche zusammenführen will, statt Krieg zu führen. Ja, und Lord Vane, vor dem haben sie irgendwie alle Schiss. Ein bisschen. Weil er wohl auch schon seine eigenen Brüder getötet hat. Interessant. So, jetzt hier in den Dschungel. Wir waren ja schon einmal ganz kurz hier drin. Dann bin ich einmal umgekehrt. Dafür habe ich auch schon eine Karte. Aber wir müssen halt gucken, wo wir hier genau dann lang gehen wollen. Leider gesagt, als getan, ne? Also ich würde das auch hier wieder halt so handhaben, dass ich alle Untergebiete erkunde. Aber ob das alles so hinhaut, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Gibt auf jeden Fall jede Menge Morbolds hier. Das stinkt bis zum Himmel. Okay. Was haben wir hier drin? Ein Burgonet. Das ist ja nett. Noch ein Level up. Hier haben wir noch nicht genug. Ein bisschen grinden schadet nie, ne? Hab ich gehört. Warum leuchten die? Ist gut, dass sie leuchten? Ich weiß ja nicht. Oh nein, Larsa ist down. Oh nein, ich bin down. Schlecht. Habe ich Ash nicht irgendwas eingestellt, von wegen sie kann auch mal heilen? Alter. Ah, okay, und Ding jetzt ist zu Stein verwandelt worden. Warte. Habe ich eine Goldnadel? Jo. Deswegen wahrscheinlich auch. Oh. Ja. Auf der Flucht. Okay. Ja, daran lag es. Ich hab zu spät erkannt, dass sie halt versteinert ist. Das ist natürlich blöd gelaufen dann, ne? Komm, Larsa auch noch. Nein. Ah. Oh, was mache ich denn? Unkonzentriertes Drücken, das mache ich hier. Aber du. Oh. Einmal zu viel gedrückt. Ich liebe es.
Königsfeder. Larsa. Okay, jetzt. So. Da kommt wenigstens hier ein bisschen Heilung bei rum. Habe ich ihr in den Gambits nichts eingestellt? Ah, okay, bei unter 50% dann Erste Hilfe. Ansonsten bei unter 40% dann Vita. Okay, ja gut. Die machen Aua. Die machen böse Aua. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle dann weiter in der nächsten Folge von Final Fantasy XII. Bis dahin, viel Spaß und auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.